Stell dir vor, ein Finanztrick, mit dem Banken und Superreiche den Staat gleich doppelt zur Kasse bitten. Und wir alle zahlen die Rechnung. In ihrem Buch Cum-Ex, Milliarden und Moral zeigt die ehemalige Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brohr-Hilker, wie dieser Milliardenbetrug funktionieren konnte und warum der Kampf dagegen so erschreckend schwer ist. In diesem Video erfährst du, worum es im Buch geht, was es über unser Rechtssystem verrät und ob sich die Lektüre für dich lohnt. Brohr-Hilker war über Jahre die zentrale Ermittlerin der Staatsanwaltschaft Köln im Cum-Ex-Komplex und kennt damit die Schnittstelle von Hochfinanz, Wirtschaftskriminalität und Justiz wie kaum jemand sonst. Ihr Schritt aus dem Staatsdienst in die Zivilgesellschaft, verbunden mit dem Engagement für die Bürgerbewegung Finanzwende e.V., macht sie zur glaubwürdigen, aber auch unbequemen Stimme in der Debatte um Steuergerechtigkeit. Das Buch erzählt, wie Cum-Ex-Geschäfte funktionierten, komplexe Aktien- und Steuerkonstrukte, mit denen sich Akteure Kapitalertragssteuer mehrfach erstatten ließen, obwohl sie nur einmal gezahlt wurde, wenn überhaupt. Brohr-Hilker schildert ihre Erfahrungen mit Banken, Beratungsfirmen und Angeklagten und zeigt, warum selbst nach Jahren der Ermittlungen und mehreren Urteilen die Aufklärung so quälend langsam vorankommt. Das Buch kreist immer wieder um die Frage: Leben wir in einem Land, in dem Reiche das Gesetz weniger zu fürchten haben als alle anderen? Und warum? Besonders eindrücklich ist die Gegenüberstellung von Milliardenschäden für den Staat und den Hürden, diese Gelder überhaupt zurückzufordern, obwohl sie letztlich den ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zustehen. Obwohl das Thema hochkomplex ist, schreibt Brohr-Hilker in einem überwiegend klaren, verständlichen Ton und übersetzt juristische und steuerliche Details in nachvollziehbare Alltagsbilder. Die Mischung aus Sachbuch, investigativer Innenperspektive und persönlicher Reflexion macht den Text auch für Leserinnen und Leser spannend, die normalerweise keinen Zugang zu Finanzthemen haben. Während Leser die emotionale Wucht loben, fordern Kritiker mehr Tiefe. Schauen wir uns das genauer an. Große Stärke ist die Authentizität. Die Perspektive einer Ermittlerin ermöglicht Einblicke hinter die Kulissen von Großbanken, Kanzleien und Gerichtssälen, die sonst nur gefiltert in der Presse ankommen. Reddit-Leser loben besonders die gelungene Verbindung von Emotion und Fakten. Brohr-Hilkers leidenschaftlicher, herzblutiger Stil baut eine echte Beziehung zum Leser auf und motiviert zu aktivem Engagement gegen Finanzungerechtigkeit. Das Buch zeigt zudem, dass Wirtschaftskriminalität kein abstraktes Delikt ist, sondern direkte Folgen für Schulen, Infrastruktur und soziale Gerechtigkeit hat. Wer eine vollständige, theoretische Analyse aller Cum-Ex-Varianten erwartet, könnte die starke Fokussierung auf konkrete Ermittlungsrealität und Justizpraxis als einseitig empfinden. Kritiker wie auf only.de bemängeln fehlende Selbstkritik zu eigenen Ermittlungsmethoden oder internen Konflikten sowie argumentative Widersprüche, etwa zur Komplexität von Cum-Ex. Zudem bleibt die WestLB-Affäre, trotz Schadenshöhe, weitgehend unbeleuchtet, was durch familiäre Nähe zur prüfenden Prüfungsgesellschaft Fragen aufwirft. Manche Leser dürfte die Fülle an Namen, Institutionen und juristischen Details fordern. Hier hilft es, das Buch eher als Reise durch ein System zu lesen als technische Fachlektüre. Cum-Ex, Milliarden und Moral von Anne Brohr-Hilker wird als authentisches, emotional packendes Insiderporträt des Steuerskandals gefeiert, das durch leidenschaftliche Erzählung Engagement weckt. Doch Kritiker bemängeln fehlende Selbstreflexion und Lücken wie die WestLB-Affäre. Diese Balance aus Begeisterung und berechtigter Kritik macht das Buch zu einem nuancierten Einstieg in Finanzungerechtigkeit. Besonders empfehlenswert ist es für alle, die sich für politische Bildung, Steuergerechtigkeit, Wirtschaftskriminalität oder Justiz interessieren. Von Studierenden über Lehrkräfte bis hin zu politisch Engagierten. Auch für Menschen, die sich bisher nur über Medienberichte mit Cum-Ex beschäftigt haben, bietet das Buch eine vertiefte, persönliche Perspektive mit hohem Erkenntniswert.